Welches Auto ist eurer Meinung nach so hässlich, dass ihr es nicht mal geschenkt fahren würdet? Hast du die Inflation im Blick? Alles was 4 Räder, im Notfall auch 3, hat, TÜV hat und mindestens 50 Kilometer pro Stunde schafft, nehme ich. Und wenn's ein rosa Fiat Multipla mit Hello Kitty Design ist. Die Werkstatt will 1.900 € haben, damit die Mühle über den TÜV kommt. Wo gibt es diesen Hello Kitty Multipla geschenkt? Nix da, den hab ich zuerst reserviert. Das Hello Kitty Design wertet den Fiat Multipla dramatisch auf der BH. Das würde das Auto zur absoluten Pimpkutsche machen für mich. Du, ein BMW-Fahrer, ich ein OnlyFans-Manager und Fiat Multipla-Genießer. Nenn mich noch einmal BMW-Fahrer und es gibt Stress. You, a stressed person, me, Chat, ich am nis enjoy Enthusiast. Späßel. Siehst du? Genau was ein BMW-Fahrer sagen würde. Einen rosa Hello Kitty Multipla würde ich viel eher nehmen, als einen normalen. Ein langweiliger, silberner Multipla strahlt einfach nur peinliche Stille aus. Ein pinker Multipla im Hello Kitty Design dagegen schreit fuck it, ich bin crazy und stolz drauf. Der Punkt am Multipla ist ja, dass er auch so alles ist, aber nicht langweilig. Darum ist ein silberner ja so dumm. Ich glaub, der Multipla ist zu alt und hässlich, dass er als Kultauto schon wieder cool ist. Fiat Multipla, 400 Kilometer mit 22 Kilogramm Erdgas. 1 Kilogramm hatte damals 1 € gekostet. Du hast aber Ansprüche. Ich nehme auch einen 45 Kilometer pro Stunde Motorroller, danke. Hier, das war dasselbe Auto, was ich nach der Frage im Kopf hatte. Fiat Multipla. Ich würde so ein Ding fahren, weil es so potthässlich ist. Jap. Es ist so hässlich, dass es fast schon wieder Kult ist. Die Chance, dass da ein Dieb so ein Auto klauen würde, ist nicht unbedingt hoch, glaube ich mal. Also würde ich so ein Auto ebenso extra deswegen fahren. Meine Eltern hatten einen, mein Bruder hat mal über Nacht den Schlüssel stecken lassen. Wollte trotzdem keiner. Wurde er aus Mitleid von einem Fremden noch vollgetankt? Dann haben wir hier an deinem Beispiel ja schon den Praxistest. Ergebnis, bestanden. Richtig großer Pimmelenergie. Klaro, ne Runde damit drehen würde ich wahrscheinlich auch. Nur jetzt nicht als mein Alltagsauto benutzen. Es ist wahrscheinlich wie bei vielen Dingen, macht bestimmt Spaß, aber ich möchte nicht, dass mich jemand dabei sieht. So ist es haha. Moped fahren, mollige Bumsen etc. So ein Ding mit gelb und schwarzen Streifen, das wäre mein Traum. Ich auch. Würde irgendwie gut mit meinem Gesicht harmonieren. Fiat Multipla is the best car I've driven. It has everything. The seats are amazing. I did some 24-Stunden trips in the car and had never had my ass hurt or my back. The windshield is enormous and you can see everything. You sit like a king, a meter above ground and it is awesome. It is horrendously ugly but very comfortable to drive and be driven in. But it looks different from the cars I grew up with. I just don't get the energy in this thread. It looks like shit, sorry. Geiles Auto. Intelligentes Raumkonzept. Das Auto hat Platz für 6 Leute und mehr Kofferraum als ein Golf bei der Länge von einem Polo. Und er fällt auf, die meisten anderen Autos Ende der 90er, Anfang der 2000er waren langweilig. Das Design des Multipla ist zumindest mal nicht langweilig. Das Design des Multipla ist zumindest mal nicht langweilig. Aber potthässlich. Ach, nein, so schlimm ist er auch nicht. Ne 150 Kilo Wuchtbrumme als Mensch in einem vollen U-Bahn-Wagen fällt auch auf. Will trotzdem kaum einer mit zusammen sein. Ah danke, jetzt hat das Ding endlich einen Namen. Bei mir war das einfach immer das Auto mit dem hässlichen Knubbel vorne drauf. Die Speckfalte. Specke ist doch ein geiler Kosename fürs Auto, und ich hätte sogar was gemeinsam mit dem Auto. Das Auto ist genial, bestes Raumkonzept, kurz wie ein VW Polo bei richtig viel Platz und allem. Unter dem Raumkonzept leiden halt die Proportionen und die Form sieht eher komisch aus. Die merkwürdige Wulst an der Windschutzscheibe kann aber schwer durch das Raumkonzept begründet werden. Die hat einen anderen Grund.
Das Auto ist genial, bestes Raumkonzept. Bekannter hatte die Karre. Bei voller Bestuhlung nur noch Handgepäck und der Motor mit Gasantrieb hatte massive thermische Probleme. Nach einem Kolbenkipper hat er die Karre bis schnell weggegeben. Also die Diesel sollen soweit ganz gut sein. Aber ja, ist halt qualitativ immer noch ein Fett. Ich dachte eigentlich immer, dass mir Autos echt scheißegal sind. Aber vor dem krieg ich Angst. Das Auto ist wirklich eine Nummer für sich. Das Problem am Multipla war nicht das Außen, sondern das Innen. Ein guter Freund fuhr den. Also so theoretisch. Praktisch ist das Ding quasi dauerhaft defekt gewesen. Irgendwann hat Fiat das Ding getauscht, der zweite war auch kaum besser. Ich wollte gerade Fiat Multipla schreiben, als mir aufgefallen ist, wie scheiße lustig es wäre, mit der hässlichen Karre rumzufahren und die richtig unnötig zu pimpen, als wäre es ein Lowrider. Cabriolet 2.0 also? Schöner Kaninchenbau. Den hier würde ich sofort nehmen. Der ist ja noch viel besser. In letzter Zeit sehe ich häufiger VW T-Rocs als Cabrio. Sowas Hässliches. Sieht aus wie ein Barbie-Auto. Wie die Spielzeugautos von früher mit Motor in 400% Größe. Der Mercedes G-Club sieht aus wie ein wahr gewordenes Hot Wheels Auto, aber nicht im guten Sinne. Viel zu große Felgenreifenkombi mit einer absolut scheußlichen E-Klassenform mit großem Abfall, um die Höhe zu rechtfertigen. Ah ja, die autogewordene Wasserleiche. Dann hätten sie ja noch Charme. Es sieht aus wie die Spielzeugautos von früher, wenn man einem U-Wolfs BHRR-Boomer, der als Kind keine Spielzeugautos haben durfte, sagen würde, design mal ein Cabrio, was aussieht wie ein Spielzeugauto, dann kommt so ein uninspirierter Kack bei raus. Den Range Rover Evoque gibt, oder gab, es auch als Cabrio. Ein SUV mit Stoffverdeck erschließt sich mir überhaupt nicht. Als Übergangsauto zum SL, bis die Kids ausgezogen sind? Offen finde ich den nicht übel, aber die Nachfrage gibt dir recht. Dafür bräuchte es einen brauchbaren Rücksitzkofferraum. Naja, Geländewagen mit Stoffverdeck haben eine gewisse Tradition. Jeep Willys, Wolf GL. Geländewagen gleich SUV. In weiß sind es einfach Badewannen. Was soll der T-Roc eigentlich sein? Ein moderner Polo Golf Cross? Im Barbie Volkswagen New Beetle gehen wir auf Touren. Finde ich auch hässlich, aber leider gibt es gar nicht mal so viele Cabrios auf dem Markt. Was ich als Freund der Frischluftmobilität sehr schade finde. Ich fahre einen Peugeot 1007, also würde ich wahrscheinlich alles nehmen, was ich krieg. Oft sehe ich gerade zum ersten Mal das Auto. Mein Beileid. Sein Auto ist so krass, dass es eine Schiebetür hat. Und deins? Scheiße. 60 Pikosekunden und nur 2 Türen. 60 Pikosekunden klingt nach geringen Spritverbrauch, somit geil. 6,5 Liter kombiniert ist echt viel für 60 Pikosekunden. Aber im Vergleich ist das natürlich Premium. Reicht auch voll aus der kleine Corsa. Wie kam es dazu? Meine Schwägerin hat den und sie liebt ihn total. Hat sich sogar den Kofferraum umbauen lassen, damit ihre 2 Hundekäfige hineinpassen. Die neuen Modelle sehen gut aus. Geil, ich saß gestern an der Bratwurstbude, als genau dieses Auto direkt vor der Bude hielt und diese Schiebetür automatisch aufging. Jetzt weiß ich, was das eigentlich war. Ist mir doch Wumpe, solange das Ding fährt. Ja, schon klar, dass wahrscheinlich jeder, vor die Wahl gestellt, er ein Auto geschenkt hätte, das ihm nicht gefällt, als keins zu haben. Mir geht's ja eher um den Geschmack. Ich hab keine Ahnung von Autos, das ist mein Geschmack. Aber lieber fahre ich ein Twingo als nen Benz, billige Autos sind einfach der Hit. Also ich hab seit meinem 18. vor 6 Jahren einen Hyundai i10 und kann dir sagen, dass billige Autos nicht der Hit sind. Ständig ist damit irgendwas. Würde eindeutig lieber BMW fahren. Zuverlässigkeit und BMW LOL. Witzig, weil der Hyundai i10 laut der JD Power Studie in seiner Klasse auf Platz 3 landet in puncto Zuverlässigkeit. Es ist halt einfach Glückssache, ob man einen Montagswagen kriegt. Ja, da hatte ich wohl einfach Pech. Meine Cousine fährt auch seit Jahren einen und ist mit ihrem total zufrieden. Ist auch kein schlechtes Auto, über das Aussehen lässt sich streiten, aber der Verbrauch ist okay für das, was ich fahre, und er hat sogar solche Späße wie Sitz- und Lenkradheizung, und alles für nicht mal 8.000 Euro. Gibt echt viele Montags-Hyundais. Und Kias.
Hab nie Probleme gehabt. Teure Autos sind auch nicht so der Bringer. Ein Bekannter hat einen S-Klasse Benz, und der spinnt in letzter Zeit nur noch herum. Die Reparaturkosten für das Teil sind astronomisch. Davon könnte ich mir einen ganzen Fuhrpark aus 2006er Peugeot 206 zulegen, die weniger verdellt sind als meine Mühle. BMW und Audis machen da eigentlich weniger Probleme. Bei manchen Autos frage ich mich auch, ob die wirklich mit so viel Technik vollgestopft sein müssen. Aber bei jedem Auto kann ja auch leider einfach der Wurm drin sein. Ich fahre eine 26 Jahre alte Schrottkarre und die läuft super. Sicher, dass es das Auto ist und nicht deine Fahrweise? Ja, meine Oma fährt einen uralten Fiesta, der läuft auch noch super. Und nein, da sind keine Schäden dran, sondern ZB-Softwarefehler und ein undichter Kühlwasserbehälter und solche Späße. BMW gleich bring mich Werkstatt? Ich hatte mal das Vorgängermodell und der war sehr zuverlässig und sehr günstig bei Wartung und Reparatur. Meine Schwester hat einen Opel Corsa von unserem Opa abgelehnt und sich stattdessen in einer BMW geholt. Geholt trifft's. Hauptsache alle anderen fahren schöne Autos, das eigene sehe ich nicht beim Fahren. Leider sehen das einige Häuslebauer auch so. Brech. Ehrlicherweise fällt mir keines ein, was ich kenne. Klar ist ein Multipla optisch nicht so schön, aber mittlerweile denke ich da praktischer und der ist drinnen wohl echt geräumig und man kann auch einiges zuladen. Form folgt Funktion. Lichter an sinnlosen Stellen folgt welcher Funktion? Interessierter Fahrzeugtechnik-Ingenieur. Ich glaube, das ist einfach nur ein Designfehl, ohne die absolut komische Anordnung der Scheinwerfer und resultierende Hose bis über den Bauchnabel ließe sich drüber reden. Dreiersitz vorne, den mittleren kann man zu klappen und als Estressen benutzen, viel Beinfreiheit, hohe Sitzposition, große Fenster etc. Die Innenraumgestaltung klingt tatsächlich nach einem ganz interessanten Konzept. Wobei die Zielgruppe für 3 Sitze vorne auch begrenzt ist, Kinder bis 12 dürfen nicht. Vielleicht für meine Zweitfreundin. Ach nee, mit dem Multipla hätte ich höchstens noch eine. Neugierig auf die Fortsetzung? Dann schau wieder bei dem Kanal rein oder besser noch abonniere ihn, dann verpasst du keine Frage mehr. Danke fürs Zuhören und bis bald.